Das schrägste Wahrzeichen Wiesbadens. So lautet in des Wortes doppelter Bedeutung ein Slogan der Verkehrsbetriebe. Seit 1888 fährt diese Standseilbahn hinauf auf den Neroberg. Der 245 Meter hohe Aussichtsberg hat seinen Namen nicht etwa vom größten wahnsinnigen römischen Kaiser, der vor 2000 Jahren Rom niedergebrannt haben soll, um Platz für seinen neuen Palast zu schaffen, sondern vom nahegelegenen Naresbach, dem Schwarzen Bach. Oben angekommen empfängt den Besucher ein kleiner Tempel, von dem aus man einen herrlichen Ausblick auf die hessische Landeshauptstadt hat. Naja, ein bisschen dunstig ist es an diesem heißen Sommertag schon. Der Tempel wurde 1851 erbaut und war einer der Gründe für den Bau der Bahn. Ein anderer war ein Nobelhotel, das nach 2 Bränden in den Jahren 1986 und 89 abgebrochen werden musste. Der Turm, ein Schnellimbiss und diese Erlebnismulde für kulturelle Veranstaltungen sind übrig geblieben. Da lob ich mir heute eine Erfrischung im Opelbad, dessen Bau in den 1930er Jahren die Stiftung eines Nachfahren aus der Opel-Dynastie ermöglichte. Im feinsten Bauhausstil, hoch über den Dächern von Wiesbaden. Die russisch-orthodoxe Kirche in der Nähe ist eine einzige Liebeserklärung des nassauischen Herzogs Adolf an seine im Kindbett verstorbene Gemahlin, die Großfürstin von Russland, Elisaweta Michailowna aus dem Hause Romanow. Ach, vor so viel Kultur vergaß ich fast unser eigentliches Thema, die Nerobergbahn. Fahren wir also hinunter. Der obere der beiden Wagen steuert das Wagenpaar. Durch ein Drahtseil ist er mit dem Wagen unten verbunden. Auch der hat inzwischen seine Fahrt begonnen. Gut zu erkennen das Seil auf der linken Seite. Daran hängt der Wagen unten. Der talwärts fahrende Wagen nutzt die rechte Schiene, die mittlere nutzen beide Wagen. Rechts ist kein Seil zu sehen. Das ist ja hinten an unserem Wagen angekoppelt und läuft in der Bergstation über eine Umlaufrolle. Und immer wieder die schöne Aussicht auf Wiesbaden. In der Zahnstange, übrigens System Riggenbach, läuft ein Zahnrad, auf das Trommelbremsen wirken. Der bergfahrende Wagen kommt uns entgegen. Bei der Einfahrt hört man ein kräftiges Rauschen. Wasser ist im Spiel und das hängt mit dem Antrieb der Bahn zusammen. Einige tausend Liter ergießen sich in den Schacht der Talstation. Der Fahrer erklärt das Prinzip. Und die obere Bahn wird schwerer gemacht mit Wasser wie die untere und über Drahtseil ziehen wir uns gegeneinander den Berg hinauf. Ohne Motor und ohne Elektrik. Das hören nicht nur Klimaschützer gern. Wird hier rausgelassen, dann gibt es einen Aufwandbehälter hier unten mit 250.000 Liter und oben gibt es einen mit 350.000 Liter. Da wird das ein- oder zweimal am Tag von hier unten wieder auf den Berg gepumpt. Genial, und das vor fast 150 Jahren. Da müssen auch schon mal Monteure nach dem Rechten sehen.
Bis zur nächsten Abfahrt schauen wir uns noch im kleinen Museum um. Was kostet hoch, was kostet runter? Bremse drücken. Es geht los. Genießen wir also die nächsten 438 Meter hinauf. Und sofort nach der Einfahrt in die denkmalgeschützte Bergstation geschieht das Entscheidende. Der Fahrer bremst, steckt geschickt die Bremskurbel um und öffnet mit einer Viertelumdrehung den Wasserhahn. Mindestens 3500 Liter Wasser machen den oberen Wagen 3,5 Tonnen schwerer als den unten. Genug, um 40 bis 50 Personen nach oben zu ziehen. Die Fahrt dieser ältesten mit Wasserballast betriebenen Drahtseil-Zahnstangenbahn Deutschlands beginnt von vorn. Fünf Nachzahler an die Kasse.